Hm. Es ist so schwierig. Hallo Anna, was ist denn schwierig? Du klingst frustriert. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Hallo an alle. Ich bin Anna. Ja, ich bin frustriert. Es geht um mein Deutsch. Ich habe das Gefühl, ich stecke fest. Ich mache keine Fortschritte mehr. Das Gefühl kenne ich gut. Du bist auf dem berühmten B1-Plateau angekommen. Und das ist unser Thema heute. Wie wird man fließend Deutsch? Wie überwindet man dieses Plateau? Wir werden heute nicht über einfache Vokabeln sprechen. Wir werden über Strategien, Psychologie und effektive Methoden für fortgeschrittene Anfänger sprechen. Das ist eine B1-Lektion, um Ihnen zu helfen, das nächste Level zu erreichen. Ein Plateau. Also ist das normal? Ich dachte, nur ich habe dieses Problem. Nein, es ist absolut normal. Es ist sogar ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass du die Grundlagen gemeistert hast. Jetzt beginnt die eigentliche Reise zur Geläufigkeit. Anna, das Erste, was wir verstehen müssen, ist der Unterschied zwischen Korrektheit und Geläufigkeit. Auf dem A2-Niveau war das Ziel die Korrektheit. Du hast gelernt, Sätze ohne Fehler zu bilden. Ja, ich habe mich sehr auf die richtige Grammatik konzentriert. Genau. Aber um fließend zu werden, muss sich das Ziel ändern. Das Ziel ist jetzt die Geläufigkeit. Das bedeutet, flüssig und natürlich zu sprechen, auch wenn man kleine Fehler macht. Es ist wichtig, dass du akzeptierst, Fehler zu machen. Das ist schwer für mich. Ich will immer alles perfekt machen. Wenn ich einen Fehler mache, werde ich nervös. Ich verstehe. Aber die Perfektion ist der Feind des Fortschritts. Um fließend zu werden, müssen wir aufhören, Deutsch nur zu studieren. Wir müssen anfangen, auf Deutsch zu leben. Und der erste Schritt dazu ist die Immersion. Immersion bedeutet, sich so viel wie möglich mit der deutschen Sprache zu umgeben. Du musst eine deutsche Blase um dich herum erschaffen. Aber ich wohne nicht in Deutschland. Wie soll das gehen? Es ist heute einfacher als je zuvor. Erste kleine, aber sehr effektive Aktion: ändere die Sprache deines Handys auf Deutsch. Jedes Mal, wenn du auf dein Handy schaust, siehst du deutsche Wörter. Einstellungen, Nachrichten, Anrufen. Mein Handy auf Deutsch umstellen? Daran habe ich noch nie gedacht. Ist das nicht sehr schwer am Anfang? Die ersten 2 Tage sind komisch, aber du kennst dein Handy. Du weißt, wo alles ist. Du wirst sehr schnell lernen, weil du es jeden Tag benutzt. Zweite Strategie: konsumiere Medien auf Deutsch. Aber nicht nur für Lerner. Du solltest anfangen, Podcasts, YouTube-Kanäle und Serien für Deutsche zu konsumieren. Aber die sprechen so schnell. Ich werde nichts verstehen. Das ist der Punkt. Du musst nicht 100% verstehen. Es wäre gut, wenn du Serien mit deutschen Untertiteln schaust, nicht mit Untertiteln in deiner Muttersprache. So verbindest du das Hören und das Lesen. Es ist ein unglaubliches Training für dein Gehirn. Okay, deutsche Serien mit deutschen Untertiteln. Das könnte ich probieren. Letzte Woche habe ich eine deutsche Serie angefangen, aber ich habe sie auf Englisch geschaut. Das war ein Fehler. Es war kein Fehler, es war nur nicht die effektivste Methode. Und was lesen Sie? Versuchen Sie, Nachrichten in einfachem Deutsch zu lesen oder einen Blog über Ihr Hobby. Es ist wichtig, dass das Thema Sie interessiert. Und das bringt uns zum letzten und vielleicht wichtigsten Punkt: die Psychologie. Die größte Barriere, um fließend zu sprechen, ist nicht die Grammatik. Es ist die Angst vor Fehlern. Oh ja, diese Angst kenne ich sehr gut.
Ich habe Angst, dass die Leute mich nicht verstehen oder dass sie denken, mein Deutsch ist schlecht. Alle Deutschlerner haben diese Angst, aber du musst deine Denkweise ändern. Ein Fehler ist kein Zeichen von Schwäche. Ein Fehler ist ein Zeichen, dass du es versuchst. Jeder Fehler ist eine Möglichkeit zu lernen. Das ist eine positive Perspektive. Ich erinnere mich, einmal habe ich in einem Café „Ich bin heiß" gesagt, statt „Mir ist heiß". Ja, ein klassischer Fehler. Und was ist passiert? Der Kellner hat gelacht, aber er war sehr nett. Er hat mir den Unterschied erklärt. Und ich habe diesen Fehler nie wieder gemacht. Siehst du? Der Fehler war eine sehr effektive Lektion. Was wäre das Schlimmste gewesen, das hätte passieren können? Nichts. Du solltest keine Angst vor Fehlern haben. Okay, das ist ein sehr wichtiger Ratschlag. Habt keine Angst vor Fehlern. So, Anna, wir haben über viele Strategien gesprochen. Lass uns jetzt einen konkreten, fließend in 90 Tagen Plan für dich machen. Okay, mein neuer Aktionsplan. Ich bin bereit. Okay, jeden Tag. Was ist die erste kleine Sache, die du für die Immersion tun wirst? Ich werde heute die Sprache von meinem Handy auf Deutsch ändern. Sehr gut. Und was ist deine tägliche Schreibübung? Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, werde ich einen kleinen Paragraphen in mein Tagebuch schreiben. Ich werde über meinen Tag und meine Gefühle schreiben. Perfekt. Und was ist deine Sprechübung? Jeden Tag, wenn ich mein Abendessen koche, werde ich laut denken. Ich werde beschreiben, was ich tue. Und die große Herausforderung? Das Sprechen mit anderen. Was ist dein Plan? Ich werde mich wieder bei Tandem anmelden. Ich möchte einen Partner finden, mit dem ich 2-mal pro Woche sprechen kann. Anna, das ist ein fantastischer Plan. Er ist konkret, aktiv und deckt alle Bereiche ab. Wenn du das wirklich machst, garantiere ich dir, dass du in 3 Monaten viel fließender sprechen wirst. Danke, Lukas. Jetzt habe ich wieder Hoffnung und einen klaren Weg. Ich fühle mich nicht mehr festgefahren. Ihre letzte Mission für heute. Es ist eine Planungsübung. Schreiben Sie uns in die Kommentare, welche eine Strategie von heute werden Sie diese Woche ausprobieren? Das Handy auf Deutsch ändern, ein Tagebuch anfangen, laut denken oder einen Tandempartner suchen. Wählen Sie nur eine Sache und fangen Sie an. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Pläne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Denken Sie daran, Geläufigkeit kommt nicht von Perfektion. Sie kommt von der Praxis. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.